Wir wollen nicht so gerne mit Leuten konfrontiert sein, die tugendhafter sind als wir selber. Also wir geben zwar Preise für Leute, die besonders moralisch sind, den Friedensnobelpreis oder Ehrennadelabzeichen, aber wenn die in unserer Nähe sind, Menschen, die tugendhafter sind, das zeigen viele Experimente, das mögen Leute nicht. Und das ist sehr interessant, das ist normalerweise nicht so bei anderen Prestigefragen. Also wenn jemand toll Klavier spielen kann, ist der vielleicht eher eine Inspiration für andere, aber Leute, die sehr moralisch sind, nicht. Warum ist das so? Weil sie uns natürlich vorleben, dass wir selber moralisch defizitär sind. Wenn jemand jetzt immer tugendhaft und gut ist, deshalb mögen wir ja auch die Tugendprotzer nicht, selbst die wirklich tugendhaft, also gerade die wirklich tugendhaft sind, sie zeigen uns, dass wir eigentlich noch ein bisschen moralischer selber sein könnten. Und das ist ein lebender Vorwurf. Das heißt, Leute zum Beispiel, die sagen, sie sind Vegetarier oder Veganer, werden oft als missionierend wahrgenommen, obwohl sie nicht mehr sagen, als was sie essen. Ich grüße euch, oder wie wir auf hoher See sagen, Ahoi. Mir ist heute nach dem Buchstaben A wie in Alter, Save, Satananas, AC/DC, Adar, Anmaßung oder Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer war Zeit seines Lebens relativ unbekannt. Trotzdem hat er geschrieben, ein Denkmal wird die Nachwelt mir errichten. Er war so sehr von seinem Denken überzeugt, dass er seine Vorlesungen absichtlich zur selben Zeit abhielt wie der damalige Philosophiestar Georg Friedrich Wilhelm Hegel oder Friedrich Georg Wilhelm Hegel. Zu Schopenhauers Vorlesungen kamen 4 Leute, aber Arthur Schopenhauer hat sich davon nicht beirren lassen und ist seines Weges gegangen. Oder Friedrich Nietzsche, auch relativ unbekannt zu seiner Zeit. Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit. Oder Sigmund Freud, Simone de Beauvoir, Charles Darwin, Hannah Arendt. Alles Personen, die sich gegen herrschende Dogmen ihrer Zeit stellten. Das ist Anmaßung, aber positive Anmaßung. Anmaßung, die auf etwas gründet. Auf Wissen, auf der Fähigkeit zum Denken, auf Selbstreflexion, auf Argumenten, auf Weitsicht, auf dem Willen auch etwas zu schaffen, was vorher noch nicht da war. Etwas Neues, etwas Positives zu denken. Auf einen Mangel auch an Respekt gegenüber Autoritäten, die keinen Respekt verdienen. Wir brauchen mehr solcher positiver Anmaßung. Was wir nicht brauchen, ist negative Anmaßung. Kennt ihr so Leute, die zu Evolutionsbiologen, Ernährungswissenschaftlerinnen, Kulturanthropologen, Historikerinnen, Psychologen oder Moralphilosophinnen werden, wenn es um Veganismus geht? Wahrscheinlich schon. Mit einer Selbstgewissheit, die ihresgleichen sucht, hauen sie dann Sätze raus wie: Durch Fleisch wuchs das Gehirn, Hitler war Vegetarier, Moral ist subjektiv. In der Philosophie gibt es ein Sprichwort: Wenn du geschwiegen hättest, wärst du ein Philosoph geblieben. Oder moderner, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Und ich glaube, das ist doch der einzige sinnvolle Satz, den Dieter Nuhr jemals geäußert hat. Hat sich leider nicht daran gehalten. Aber wisst ihr, worüber ihr auf diesem Kanal nichts erfahren werdet? Über die Vor- und Nachteile von Atomkraft, über die Kolonialgeschichte Portugals im 17. Jahrhundert, über die Bedeutung des Transformators in der Starkstromtechnik. Warum? Weil ich von diesem Ding absolut nicht die geringste Ahnung habe. Das wäre negative Anmaßung. Anmaßung, die auf Vorurteilen gründet, auf Ablehnung, sich selbst zu hinterfragen, auf dem gesunden Menschenverstand, auf Unwissen auch, auf dem Willen zum Unwissen fast sogar noch. Und doch bestimmt negative Anmaßung etliche Diskussionen und Diskurse. Tierrechte, sollen Schweine etwa wählen oder was? Veganismus ist seine Ideologie. Wir müssen uns auf den gesunden Menschenverstand zurückziehen. Ethik und Moral. Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Sätze geäußert von Menschen, die wahrscheinlich noch nie ein Buch zu Tierrechten, Ideologie, Arthur Schopenhauer oder Bertolt Brecht in der Hand hatten. Wenn ich keine Ahnung von Fußball habe und zum ersten Mal ein Spiel sehe und auf der Tribüne sitze und dann der Schiedsrichterin erklären will, dass Abseits subjektiv ist und wieder die Natur, würdet ihr mich da noch ernst nehmen? Oder wenn ich als Spieler den Ball in die Hand nehmen und ins andere Tor tragen würde? Ich meine, das kann man schon machen, aber ich darf mich dann nicht beschweren, wenn mich die Schiedsrichterin vom Platz stellt. Warum? Weil ich bestimmte Regeln akzeptiere, wenn ich Fußball spiele. Den Ball in die Hand zu nehmen, ist gleich der Aussage, Moral ist rein subjektiv. Wenn ich beim Fußball sagen würde, Regeln sind rein subjektiv, dann könnten wir schlicht kein Fußball spielen. Natürlich können wir fragen, wann ist ein Fußballspiel ein Fußballspiel? Das können wir beschreiben. Menschen, die Fußball spielen, spielen Fußball auf diese Art und Weise mit diesen Regeln.
Oder wir legen es fest. Es ist nur Fußball, wenn dieses oder jenes Kriterium erfüllt ist. Das können wir mit Moral auch. Beschreiben, was bezeichnen Menschen als Moral. Oder festlegen, eine Handlung ist nur dann moralisch, wenn. Und das ist Ethik. Der wichtigste Punkt in diesem Video ist, Ethik und Moral sind nicht gleich. Wenn ihr noch nicht sitzt, bitte hinsetzen, zurücklehnen, gerne auch festhalten und tief Luft holen. Bereit? Moral bezeichnet die das Handeln der Menschen leitenden Wertmaßstäbe, Überzeugungen, Handlungsregeln und die sozialen Institutionen, in denen sich aus der Sicht der Handelnden deren Wertpräferenz und normative Einstellungen artikulieren. Die philosophische Ethik sucht nach den grundlegenden Kriterien für moralische Richtigkeit und es gehört zu ihren wichtigsten Aufgaben, diese Kriterien und damit den Maßstab der Moralität allererst zu begründen. Daher ist die philosophische Ethik als Disziplin zu bestimmen, die unser menschliches Handeln unter dem Gesichtspunkt der Moralität untersucht. Ein Kind zu schlagen ist falsch, sagt die Moral. Warum ist es falsch, ein Kind zu schlagen? Fragt die Ethik zurück. Moral ist oft gesetzlich verankert, aber Moral und Recht können auch unterschiedlich sein. Rechtlich ist es zum Beispiel einem 61-jährigen Jäger, Angler und Sänger erlaubt, hinter der Bühne von einer 24-jährigen Fellatio an sich ausführen zu lassen. Aber moralisch, da scheiden sich die Geister. Moral wird meistens nicht hinterfragt, sondern erworben. Einen Hund streicheln, aber ein Schwein essen. Das hören jetzt meine veganen Freunde und Freundinnen nicht so gerne, aber die meisten Menschen sehen darin moralisch keinen Widerspruch. Sofern das Schwein ein glückliches Leben hatte natürlich. Aber dann kommen es eben so ein paar neunmal kluge Veganerinnen und fragen, Moment mal, warum streicheln wir Hunde, aber essen Schweine? Und warum sind Menschen mehr wert als Tiere? Welches Kriterium rechtfertigt diese Unterschiede? Damit aber prüfen Veganer die herrschende Moral und betreiben Ethik. Wenn ich sage, dass ein Mensch mehr wert ist als ein Schwein, einfach weil er ein Mensch ist, dann ist das Speziesismus. Wer hat diesen Begriff populär gemacht? Der australische Philosoph Peter Singer. Wo lehrt Peter Singer? An einer Universität. Was macht man an einer Universität? Forschen und lehren. Die Universität ist ein Ort der Wissenschaft. Das ist Ethik auch, eine Wissenschaft. Warum also kommt Jürgen nach dem 4. Bier am Grill stehend auf die Idee, zu blöken, Moral ist subjektiv? Warum maßen sich Leute an, über Moral und Ethik zu sprechen, wenn sie diese beiden Begriffe noch nicht mal unterscheiden können? Frivol und geradezu peinlich auf die Spitze getrieben haben das übrigens 3 Autoren, deren Namen ich hier nicht nennen werde. Ich verlinke euch dazu aber mal etwas. Aber Moment, das ist ja nicht nur anmaßend, was ich hier mache, oder? Das ist ja geradezu arrogant. Das weise ich und gebe ich entschieden zurück. Arrogant, überheblich und negativ anmaßend sind Leute, die das Leiden von Schweinen, Rindern und Hühnern mit einem Moral ist was für Gutmenschen oder die Natur kennt keine Moral abkanzeln. Da niemand alles wissen oder machen kann, haben wir Arbeitsteilung. Wenn mein Licht ausfällt, hole ich eine Elektrikerin. Wenn ich ein Haus bauen will, hole ich einen Maurer. Und wenn ich ein YouTube-Video über Anmaßung, Moral und Ethik schneiden möchte, hole ich Deutschlands besten Grafikdesigner. Natürlich kann man sich Wissen auch aneignen und anlesen. Das will ich gar nicht bestreiten. Und natürlich kann man sich auch zu Ethik und Moral äußern, wenn man nicht studiert hat. Alles andere wäre elitär. Und natürlich erzählen auch Professorinnen hin und wieder Quatsch. Aber man sollte den Anstand haben, zu schweigen, wenn man keine Ahnung hat. Wie bei so vielen anderen Themen auch. Okay, es gäbe noch so viel zu sagen zum Thema Moral und Ethik. Über Metaethik, Moralisierung, Motive, Pflicht, Charakter, Umstände, Konsequenzen. Sind nur ein paar der Begriffe, denen wir nachzugehen hätten, wenn wir uns jetzt weiter in Moral und Ethik vertiefen würden. Wenn ihr ein weiteres Video dazu haben möchtet, das ein bisschen tiefer in die Materie einsteigt, dann lasst es mich wissen. Ich verlinke euch schon mal einen Ausschnitt aus meiner Masterarbeit. In diesem Sinne, adieu und denkt daran, positiv anmaßend zu sein und dass wir den Tierkonsum überwinden müssen. Ja, selektive Wahrnehmung, Arroganz, Anmaßung, Anstand. Es ist schon interessant, wie oft man den Buchstaben A sieht, wenn man sich nur darauf konzentriert. A auch wie in Send Anger, wie in aggressiver Veganismus, wie in Aktivismus, wie in Raphael Raab, wie in
Shoah. Was all das miteinander zu tun hat, das erfahrt ihr in den kommenden beiden Videos. Hört bis dahin gerne mal die Philosophen von den Wise Guys und St. Anger.